Die meisten Menschen leben ein Leben, das ziemlich genau vorgegeben ist. Wir haben uns irgendwann entschlossen, es anders zu machen. Aber ob meine Frau heute genauso darüber denkt wie ich, das weiß ich nicht. Ich habe 3 Fragen für sie vorbereitet, die sie nicht kennt. Fangen wir direkt an. Glaubst du, unser Leben ist wirklich besser als ein normales Leben? Naja, das Wort besser ist etwas, was ich versuche zu vermeiden, weil es sehr subjektiv ist. Aber lass mich kurz drüber nachdenken. Also ich kann die Dinge nennen, die ich sehr wertschätze an dem, was wir jetzt haben, was vorher nicht gegeben war. Zum Beispiel die Zeit, die wir als Familie verbringen, die wir miteinander verbringen. Mal in guten Zeiten, mal in schlechten Zeiten, aber wir sind im Prinzip die ganze Zeit füreinander da und können so ja uns auch viel, viel besser kennenlernen. Und ich denke mal, das macht eine ganz andere fundamentale Ebene der Beziehung aus, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und uns dadurch ja auch in jeder Facette immer wieder neu entdecken und immer wieder neu mit uns konfrontiert sind, mit unserem Problem, mit unseren Wünschen, mit unserem Vorlieben. Und ich denke mal, das ist schon ein großer, wesentlicher Punkt, der es für mich, ja, und jetzt kommt halt das Wort besser macht, weil es ist auf seine Art für mich etwas, was mich mehr erfüllt, wobei besser natürlich nicht das passende Wort für mich ist, weil es ja dadurch auch Probleme mit sich bringt, die man vielleicht nicht hat, wenn man diesen 9-to-5-Job halt nachgeht und dann ja immer wieder auch eine andere Rolle einnimmt, beziehungsweise auch Zeit für sich hat oder dann halt mit anderen Menschen, mit Arbeitskollegen verbringt, wo man dann ja auch immer wieder eine andere Seite von sich selber zeigt. Und ja, das ist ja jetzt nicht gegeben und somit ist das eine intensiver, aber ob es dann besser oder schlechter ist, also mich erfüllt es mehr. Und ich denke, das ist auch der größte Punkt. Ich bin am Überlegen, ob ich das noch ein bisschen, ja, ich schätze sehr die Natur, dass wir sehr mit der Natur leben, weil ich in Deutschland gemerkt habe, besonders in den 13 Monaten, wo wir wieder zurück waren, dass mir manche Sachen explizit fehlten oder sie für mich dann sogar, und das klingt jetzt komisch vielleicht, abnormal wirkten. Es gab einen Moment, wo ich alleine in der Wohnung von meiner Mutter saß. Sie war nicht da und die Musik war nicht an. Es war einfach nichts an und ich habe so hineingehört. Und ich hörte und stellte fest, ich höre nichts. Ich glaube, ich habe selbst den Kühlschrank nicht wahrgenommen, weil er so verkleidet war in diesen Einbauküchen. Und unseren Kühlschrank höre ich selbst, wenn wir schlafen. Und es war so eine Stille, die mich dann gleichzeitig auch irgendwie erschreckt hat und erdrückt hat. Und da war schon so ein Moment, wo ich festgestellt habe, dass mir das fehlt. Diese Natur, die irgendwie dauerhaft versucht, mit mir zu interagieren, mit mir zu sprechen. Und das geht also in meinem Leben in Deutschland ist das ein bisschen verloren gegangen. Auch, sag ich mal, klimatisch bedingt. Im Winter tut man sich ja bis oben hin einpacken, dass am besten nur die Augen rausgucken, weil selbst die Hände in Handschuhe drin sind. Mhm. Und natürlich ist das durch den Temperaturen, aber irgendwie tut es mich ja auch gleichzeitig dann sehr abkappen von dem, was ich jetzt sehr wertschätze. Ja, ich habe bewusst besser genommen, weil das die Masse der Menschen vielleicht in ihrem Sprachgebrauch viel benutzen. Ja, wir versuchen die Sprache genau zu benutzen und besser und schlechter ist halt immer sehr stark bewertend, ja. Aber ja, ich denke, das ist ausführlich beantwortet. Falls jemandem etwas fehlt zu dieser Frage, eine Antwort, die ihr euch hätte vielleicht erhofft, könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. So, Frage Nummer 2. Was ist das größte Opfer, das du für dieses Leben gebracht hast? Oh, das ist einfach. Weil das sind die Menschen, die ich nicht bei mir haben kann, die ich nicht in meinen Koffer packen konnte, die ich dadurch wenig bis gar nicht mehr sehe. Natürlich auch die Familie, aber es gehören genauso Freunde dazu. Da werde ich gleich ein bisschen sentimental. Also alle Grüße an alle, die uns kennen und in Deutschland geblieben sind. Ja, ich hätte am liebsten alle eingepackt, weil das würde das Bild für mich hier abrunden. Und ja, ich glaube, ich möchte gar nicht zu lange drüber sprechen, weil dann merke ich, dass meine Stimme weggeht, ja. Ja, weil das ist natürlich das, wenn ich mir für mich selber eine Entscheidung treffe, die, sag ich mal, ab von dieser Normalität ist, was die meisten meiner Freunde und der Familie halt leben,
dann ist das der Punkt, der am meisten schmerzt, weil ich das halt nicht mitnehmen kann. Und natürlich gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht nur die Briefkarten wie damals, sondern wir haben das Internet, wir könnten sogar Bildtelefonie machen etc. Und es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ja? Also natürlich ist es schön, den anderen so noch eine Art Verbindung zu haben, irgendwas zu haben. Und gleichzeitig ist es trotzdem schmerzhaft, diese räumliche Nähe nicht zu haben. Also die Dinge, die dann eigentlich verloren gehen, sind dann so Kleinigkeiten, so dass dieses banale Treffen, diese vermeintliche schnelle Umarmung auf dem Weg in seiner eigenen Beschäftigkeit, war es trotzdem dann erfrischend, jemandem nochmal zu begegnen, wenn man jetzt dieses Standardleben geht, ja nochmal jemand von der Arbeit zu begegnen oder sowas, den man doch sehr wertschätzt, und das geht dann schon verloren, weil ich auch das Gefühl habe, natürlich habe ich hier mittlerweile meine eigenen Freunde und auch Bekannte, und es sind nicht alles Deutsche. Und trotzdem, es ist so, auch durch die kulturelle Unterschiede oder durch das, wie die Menschen hier leben, ihr Gedankengut. Ich glaube, unter Ausländern sagt man das auch so ein bisschen, ist mir das geläufig, man bleibt immer Ausländer, also wir bleiben immer die Fremden hier. Und das ist schon etwas Subtiles, was zu spüren ist. Nicht, dass es die Menschen bewusst machen oder mit Absicht, aber es ist so eine subtile untere Schwingung, die dann irgendwie doch mitschwingt. Und das ist ja auch einfach auch daher geschuldet, weil ich der festen Überzeugung bin, dass je nach Land, wie man aufgewachsen ist, unter welchen Bedingungen und welchen Voraussetzungen, welche kulturelle Glocke drüber hängt, dass die Gedanken, wie man über etwas denkt, schon irgendwie anders sind, Worte anders belegt sind. Ja? Was bei uns ein Freund ist hier gleich die ganze Welt, ja, also man sagt einfach, ja, hola mi amigo, ja, und du hast den Typen noch nie gesehen. Also selbst ein Wort hat schon so eine andere Gewichtung an Bedeutung, und selbst wenn ich die Sprache perfekt spreche, das sind so Nuancen, die man sich selber vielleicht gar nicht bewusst ist, wenn man in ein anderes Land geht, die dann aber unterschwellig die ganze Zeit so auf so einer Tonleiter mitschwingen. Das sind wie so diese Verkaufsmusik im Laden, die du gar nicht mehr wahrnimmst, aber sie ist irgendwie die ganze Zeit da, und dein Unterbewusstsein checkt da schon irgendwas, ist da halt nicht ganz stimmig. Ja, und das ist für mich der größte, schmerzhafteste Punkt. Ja, weil du die Familie gerade angesprochen hast, was sind denn dann jetzt nochmal speziell vielleicht Momente, die dir dann fehlen? Du hast die Umarmung angesprochen, aber vielleicht jetzt, was du sonst früher genossen hast an Familienzeit. Oh, ich würde noch nicht mal irgendwas Spezielles daraus machen. Das ist der alltägliche Moment, ja, wo man einfach mal kurz voneinander da ist, sich kurz zuhört. Das sind aber genauso auch Veranstaltungen in dem Sinne von Feiertagen, die ich sowieso schon immer gern zelebriert habe, immer gern mit Menschen, die ich wertschätze, die mir wichtig sind, familiär. Das habe ich schon immer sehr, sehr, sehr genossen. Aber im Prinzip sind es auch die kleinen Momente, die vielleicht als unwichtig sind, selbst wenn man dann seinen Nachbarn an der Bäckertrese kurz sieht und du gratulierst ihn zur Genehmigung für seinen Anbau an seinem Haus oder sowas. Das sind manchmal auch so einfach die banalen Dinge. Ja. Das ist etwas, was man auch so mit sich trägt, dieses Gefühl dieser Zugehörigkeit, Verbundenheit. Und ich glaube, das ist schon fast egal, ob man daraus ein großes Fest macht oder ob es dann doch die kleine Begegnung ist, die dann doch über den Tag vielleicht weiterhin die Laune doch ein Stück höher hält, als wäre diese Begegnung nicht passiert. Ja, dann sprichst du ja jetzt nicht speziell nur die Familie an, sondern vielleicht auch diese anderen Dinge, die im Alltag, wie du sagst, auch mit den Nachbarn vielleicht passieren, die hier vielleicht nicht ganz so denselben Stellenwert haben. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt über die Zeit festgestellt, dass selbst die Geburtstage bei Erwachsenen nicht mehr so gefeiert werden wie bei uns, zumindest in dem Kreis, wo wir teilweise mit drin sind. Und ja, das ist ja dann eher ein kulturelles Thema. Weiß ich, wolltest du dazu noch sagen? Ansonsten gehen wir zur nächsten Frage. Ja, es ist kulturell sind ja hier Feiertage auch anders gewertet, gewichtet, ausgelegt. Und natürlich bin ich bereit, mich dafür zu öffnen und auch an ich habe den Namen dafür vergessen, das ist das Regenwaldfest, und da gibt es dann noch verschiedene kleine extra Rituale, Spiele. Und es gibt so ein Ententanz, Entenspiel, ich habe schon fast vergessen, wie das heißt, irgendwas mit Pato. Und es ist schön, auch an sowas teilzunehmen, aber trotzdem dieses Gefühl, dass das, was ich versuche in Worte zu packen, das bleibt da einfach nicht so, also das ist nicht so ausgeprägt wie. Ja,
um es kurz zusammenzufassen, wenn du woanders hingehst, dann eröffnen sich für dich neue Möglichkeiten, aber es kommen auch ganz andere Felder auf dich zu, die du vorher nicht einschätzen kannst. Ja? Frage 3. Glaubst du, dass die meisten Menschen wirklich so leben, wie sie wollen oder nur so, wie sie gelernt haben? Das ist jetzt nicht speziell auf dich, aber deine Wahrnehmung der Umgebung, ja, oder der anderen Menschen. Oh, ich glaube, behaupten zu dürfen, dass ich schon das Gefühl habe, dass die meisten Menschen in etwas hineingeboren werden, in eine Lebenssituation, eine Wohnsituation, die dann oft einfach adaptiert wird, einfach angenommen wird. Und man ist ja auch so, sag ich mal, gedanklich beschäftigt und durch Aufgaben, die zu erfüllen sind, um dieses Leben dann führen zu können, dass man wahrscheinlich die meiste Zeit gar nicht so weit assoziiert oder das Spektrum öffnet, um sich diese Frage eigentlich selber zu stellen, ob das jetzt, sag ich mal, normal ist oder das wäre eigentlich die falsche Frage, die man sich stellen sollte, sondern eher die Frage, ob man selber damit zufrieden ist, ob man selber sagen kann, ich bin in einer Situation, in der ich sagen kann, ich habe das für mich geschaffen, das für mich getan, was mich erfüllt. Und ich glaube, selbst diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sogar sagen, explizit auch heutzutage, weil wir überschüttet werden durch die sozialen Medien, durch diese ganze Technologie, durch Content Creator, was ich denn anstreben soll, was mir gefallen soll, was anzustreben ist, und dann ist es natürlich eine Frage, die gar nicht so, auch für mich, weil ich mich ja sehr auch für Psychologie interessiere, die man einfach so pauschal beantworten kann. Weil ich denke schon, dass die meisten in ihrer Situation gar nicht den Blickwinkel haben, um sich so tiefgehend mit so einer Frage auseinanderzusetzen, um diesen Punkt wirklich greifen zu können. Deswegen würde ich sagen, die wenigsten leben in einer Situation, mit der sie sich wirklich identifizieren können, wenn sie sich selbst näher begegnen und sich selbst wirklich anschauen, was sie wirklich brauchen, womit sie sich wirklich wohlfühlen. Weil das bedarf ja erstmal einer inneren Reise. Aber was ich wirklich sehe, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die extrem unglücklich sind. Und ich glaube, mit dieser Äußerung stehe ich nicht alleine da und die ist nachvollziehbar. Ich würde da noch eine kurze Frage anhängen, die damit einhergeht. Meinst du, dass du dein Umfeld an Menschen beeinflussen kannst? Also die Menschen, mit denen du interagierst, kannst du das beeinflussen? Ändert sich das aufgrund dessen, dass du vielleicht selbst anders denkst und selbst mit anderen Menschen dich umgibst, dass die anderen Menschen sich da vielleicht auch ändern dadurch? Das ist schwierig zu sagen, was da stärker wirkt oder was da mehr Kraft hat. Und wenn du das so meinst, dass ich der Impulsgeber bin für die anderen, würde ich da nur sagen, teilweise. Das ist ungefähr auch so, wie manche Menschen offen sind für einen spirituellen Glauben, einer alternativen Heilmedizin, lass es jetzt Globulis sein, jemand, der da wirklich drin aufgeht, dem das wichtig ist oder der schon immer eine Tendenz hatte und gesagt hat, das, was vorher da war, hat mir nie gefallen, ich weiß nicht wohin. Dem Mensch würde ich natürlich dann eher, sag ich mal, einen Impuls geben können, der würde den eher empfangen, wohingegen jemand, der wirklich befangen ist mit seinem Leben, seine Gedanken abgelenkt sind, den erreiche ich nicht, selbst wenn ich den Schneeball an den Kopf werfe. Also das hängt sehr vom Individuum selber ab. Und andersrum würde ich aber sagen, wenn ich nicht der Impulsgeber für die anderen bin, glaube ich trotzdem, dass ich selber Impulsgeber für mein eigenes Leben bin und dass ich bedingt durch meinen Gedankengut und meinem Verhalten doch Menschen anziehe, die irgendwie damit in Resonanz gehen, weil weiß ich nicht, als mein Bruder jung war, da war er sehr in der Ghetto-Szene. Ich bin nie in so einer tiefen Ghetto-Szene drin gewesen und glaube auch nicht, da jemals reinfallen zu können. Einfach, weil ich der Überzeugung bin, dass weder die Leute mich anziehen, noch ich sie. Also ich glaube, da muss schon irgendwas sein, dass man da sich gegenseitig überhaupt tangiert, weil wenn der eine komplett anders denkt als der andere, wird man sich wahrscheinlich gar nicht direkt im Leben begegnen, weil einfach keine Überschneidungspunkte gibt. Ja, wollen wir mal festhalten, es gibt viel mehr Themen, Bereiche,
für die wir uns interessieren. Und das sollte jetzt in diesem Video so ein bisschen angeschnitten werden, damit ihr seht, dass wir nicht nur die sind, die da ausgewandert sind und hier einfach ihr normales Leben weiterleben. Ja? Das sieht man natürlich anhand unserer Videos, dass wir anders leben, aber man erkennt daran nicht unbedingt unsere Denkweise und unsere Sichtweise auf die Welt und auf uns selber und auf verschiedene andere Dinge. Das Schlusswort würde ich dann dir überlassen. Du kannst ja gerne noch etwas dazu sagen, wenn du möchtest. Das Schlusswort mir überlassen. Ja, ich bin überrascht, was zu Fragen gekommen sind. Bei der zweiten habe ich dann irgendwie schon wie sagt man, den Braten gerochen, dass das jetzt mehr emotional und vielleicht auch ein bisschen transzendal wird und war ein bisschen überrascht über deine Fragenqual. Aber ja, spannend auch für mich, in dieser Hinsicht mal meine Gedanken erläutern zu dürfen. Ja. Dankeschön. Ja, danke dir, ja. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt und mehr über solche Themen von uns hören möchtet, dann schreibt doch gerne aufgewacht in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal.